Radlerhosen wäre es gewesen, aber ich war zu geizig für eine Radlerhosen. Jetzt muss ich außen. Bist du anonym im Internet? Nein, oder? Mr. European Bikers? Das ist die beste Rocket, Alter! Wahnsinn! Jetzt weiß ich, warum wir bei der Tankstelle stehen geblieben sind. Das werdet ihr dann eh erfahren. Es ist nämlich gleich soweit. Das Experiment der Zweckentfremdung startet. Hallo und herzlich willkommen aus Wien-Hütteldorf. Im Hintergrund schon zu sehen, Steven, der Merciless Rider. Mit einem Reisegerät, das für den heutigen Einsatz ein bisschen tauglicher sein wird. Ob ich die 400 Kilometer, die wir alleine heute fahren werden, also schmerzfrei überleben werde ich sie sicher nicht. Ob ich sie überhaupt überlebe, das wird sich zeigen. Das ist ja Wahnsinn, das ist Sahara-Staub. Naja, das ist Sahara-Staub. Ist das? Nein, ist auch nicht. Gibt es eigentlich auch eine Gruppenausfahrt, bei der man nicht länger auf jemanden warten muss? Also ich habe es noch nie erlebt. Meistens bin ich der am längsten braucht. Thomas, eine Live-Erklärung bitte. Wenn man im Stress ist und dann glaubt man, die Leute warten auf der BW-HD-Gasse, ja, das ist ein Arsch, ja. Und du denkst dir nach 10 Minuten, erst, die können nicht auch zu spät sein, oder? Scheißdreck. Möget die, nein, lasset die Peinigung auf der Wittbillen beginnen. Ballern. Nein, schauen wir mal, mir wird es halt vom Motorrad auch ballern von lauter Schmerzen. Destination Bad Aussee, das Herz Österreichs, der geografische Mittelpunkt Österreichs. Über kurvige Umwege kann eigentlich nur gut werden. Ja, glücklicherweise fahren wir heute nur knapp 20 Minuten auf der Autobahn. Die Hälfte haben wir davon schon absolviert. Aber wir ersparen uns so einige mühsame Ortsgebiete bzw. Streckenteile, die man schon in- und auswendig kennt. Glücklicherweise war ich auch intelligent genug, um an meine Ohrenschützer zu denken. Ich habe meine Stöpsel mitgenommen und auch reingetan, dass den Fahrtwind, der wird doch um einiges gedämpft auf diese Art und Weise, was natürlich auf dem Gerät da ohne jeglichen Windschutz nicht von Nachteil sein kann. Aber ich muss dazu sagen, ehrlich gesagt ist mir manchmal kein Windschutz wie hier lieber als ein schlechter Windschutz, weil ein schlechter Windschutz, wo dann so ein kleines Schild den Wind vielleicht genau auf den Schädel bläst, da wird es dann noch viel lauter und unbequemer unterm Helm als hier, wo gar nichts ist. Da ist der Druck, den man bekommt, ganz gleichmäßig. Man kann schön auf der Sitzbank zurückrutschen und sich einfach sozusagen am Luftpolster abstützen. Und das ist dann eigentlich gar nicht so unbequem. Also da kann man, ich kenne das nämlich von meiner CB 500, da kann man dann schon auch mal 100 Kilometer fahren, ohne dass man dabei 1000 Tode sterben muss. So, jetzt wird es Zeit, den Stefan Nummer 2 aufzuglauben, der jetzt schon eine ziemlich lange Zeit auf uns warten muss, der Arme. Ich hoffe, er ist nicht zu sehr beleidigt. Ich könnte es allerdings verstehen. Hallo! Guten Morgen! Das ist mir jetzt gemütlicher gemacht. Ja, recht so. Servus. Sag's gleich, tut mir leid, ich bin schuld. Das ist genau das ist der Herr, der dir eine Runde zahlt. So, da habt ihr ihn gesehen. Jetzt haben wir den Stefan auch aufgabelt. Der hat sich schon gemütlich gemacht in der Zwischenzeit. Ich glaube, er hatte gut 45 Minuten Zeit, um sich ein bisschen auszuruhen. Ja, auch er wird die Erholung gut brauchen nach dem Tourentag auf der Witzbillen.
Es ist ja natürlich hinlänglich bekannt, dass ich eine absolute Diva bin. Das heißt, ich kann auch nicht mit leichtem Gepäck verreisen. Aber glücklicherweise hat Stefan Nummer 1 am Tiger noch ordentlich Platz und Möglichkeiten, zusätzliches Gepäck zu verzuren. Und deswegen habe ich dort meine Gepäckrolle untergebracht. Und ich selbst bin aber trotzdem noch mit einem wirklich schweren Rucksack versehen, den ich gar nicht bräuchte, wenn ich all das da, nämlich die Filmerei, nicht machen würde. Weil in meinem Rucksack ist tatsächlich nur Filmausrüstung drinnen. Und das, obwohl ich nur die kleinen GoPros mitnehme. Aber naja, so ist das. Und ich bin auch darauf gespannt, ob ich im Schulter-Rückenbereich wegen dem Rucksack Probleme bekommen werde. Es ist schon so lange her, dass ich mit einem schweren Rucksack auf Reise gehen musste. Also, das ist heute ein bisschen back to the roots. Da fühle ich mich wie ein 19-Jähriger, der zum ersten Mal eine Motorradtour macht. Schauen wir mal. Ich wünschte, ich hätte noch die Vitalität des 19-Jährigen, aber ganz so schlimm ist es in meinem Alter ja auch noch nicht. Aber ihr werdet meine Flüche und Klagen sicher noch ausreichend hören und zu sehen bekommen, sofern es dann später welche gibt. Weit hat es die Reisegruppe geschafft, bis in die kalte Gruppe. Stefan, mein erstes Fazit, Wittbill 401. Handlich? Handlich. Jetzt bin ich noch nicht in dem Bereich, wo ich sage, ich merke es. Aber letztes Jahr habe ich es ein paar Mal gemerkt. Der Glockenrauch war der Bissdeppert, der hat das schön geschmiert. Da hat der Einheimische applaudiert. Er redet übrigens vom Streifen in seiner Unterhose. Ja, das war der wunderschöne Ochsattel. Und erst einmal sauber von einer Super Duke hergerichtet worden. Ja, die Zeiten, wo ich mich an so einen Kandidaten dranhängen traue, die sind vorbei. Aber wie der gute Stefan da auf der 401er dahin gebrettert ist, also ich möchte ja meinen, direkt dahin geflogen. Respekt, also da bin ich mit der 701er nicht nachgekommen. So, jetzt gibt es einmal ein 140 Kilometer Fazit. Also, die Bedingungen sind nach wie vor ideal. Ich habe auch noch, interessant, Tankanzeige zeigt mir noch halb voll an. Vielleicht waren es doch weniger als 140 Kilometer. Ja, aber ich bilde mir ein, bei 1350 weggefahren zu sein. Jetzt sind es 1490. Und ja, ein erstes Fazit. Die Wittbillen macht im Winkelwerk genauso viel Spaß wie gestern auf der Hausstrecke. Schmerzen verspüre ich bis dato keine. Allerdings fängt es jetzt schon langsam an. Ja, der Hintern, der Stefan zeigt mir immer die besonders hübschen Wahlplakate, damit ich sie an. Ach du Scheiße. Ja, nein, der Hintern, der fängt schon ein bisschen an, sich bemerkbar zu machen. Bei der nächsten Pause werde ich dann den Stefan auf der kleinen Wittbillen fragen, wie es ihm denn geht. Und vielleicht werden wir dann auch schon tauschen. Schauen wir mal.
gratuliere zu diesem tollen Einsatz. Herzlichen Glückwunsch, wirklich. Toller Einsatz, herzliche Gratulation. Windbild, Stefan. Ein erstes Fazit nach 150 Kilometern. Was sagt der Arsch? Der Arsch ist platt. Jetzt schon, gell? Meiner nämlich auch. Ja. Ich rutsche von einer Seite auf die andere, wieder zurück und stehe wieder auf. Ja, die Radlerhosen wäre es gewesen, aber ich war zu geizig für eine Radlerhosen. Jetzt muss ich... Da lacht er, überlegen mit seiner Z. So bleibt man wenigstens in Bewegung. Die Burschen sollen nicht zu viel raunzen. Steven, wie geht's deinem Anus? Super. Das glaube ich. Ich will unter der Schule vom Radl. Ja, aber wie ich dir nachgefahren bin, die Zeiger bewegt sich keine Millimeter bei den ganzen Bogenwellen in der Kurve. Mich reißt es so durch. Die ist natürlich mit dem Bagel, was ihr da habt. Seit gleich mal 60 geweckt. Thomas, kannst du mal kurz die Griff erklären, wie es dazu kommt? Die was erklären? Zu dieser Tuning-Maßnahme bei den Griffen. Ja. Vor allem auf die Farbe Bezug nehmen. Man hat sich, also der Vater hat sich gedacht, er tut sich die Griffe rot eluxieren lassen und auch hinten die Kennzeichenhalterung. Alter, das war Das rot! Problem ist, das ist irgendwie ausblichen und jetzt sind wir rosa. Ja? Also es wird wieder rot gemacht, da bin ich sicher. So, Es war jetzt noch musst dunkler jetzt als musst du für das, die ja. bundesdeutschen Zuseher noch Fottern übersetzen. Das ist der Vater. Der Vater war schuld, alles klar. Ah, Wahnsinn, Vater war die waren schuld. rot. Wahnsinn, geil. Geil. So, wie ihr sehen könnt, fahre ich jetzt mit der Kleinen weiter. Also die Sitzposition ist auf der Kleinen schon eine andere. Man sitzt wirklich, man fühlt sich, wenn man näher am Lenker dran sitzt, fühlt man sich etwas exponierter, etwas mehr ausgeliefert. Kollegen, was ist? Okay. Gut, Herr Thomas hat keinen Sprit mehr, muss sich zusammenreißen. Bei mir soll es noch reichen bis zur Tankstelle in Mariazell. Außen. Es braucht definitiv mehr Überwindung auf der Kleinen, aber gehen tut es genauso gut. Vor allem ist sie wirklich auch schön stabil, bis auf dieses Zittern vom Vorderrad. Es scheint, der Stefan hat vorhin gesagt, dass es so scheint. Wenn man da nämlich drauf schaut, dann sieht man, dass da so ein bisschen ein Eiern stattfindet. Und vielleicht ist der Reifen nicht komplett gescheit aufgezogen, falls so etwas möglich ist. Keine Ahnung. Ja, und auf dieser etwas holprigeren Straße, da merke ich jetzt auch schon sehr gut, was sich gestern bereits eindeutig abgezeichnet hat. Das Fahrwerk von der großen, das ist einfach ein hochwertigeres und das bietet auch mehr Komfort, weil es diese kleinen Schläge da einfach wirklich schön wegdämpfen kann. Was dieses günstige Fahrwerk verständlicherweise nicht ganz so gut zusammenbringt. Hoppala! Ihr patzt, wo gibt es da Papier? Ah, danke. Normalerweise bin ich der Letzte. Servus. Ja, so, also. Awkward Handshake. Hast du einen Stress? Nein. Weil wir fahren jetzt in Gußwerk was essen. Wohin? In Gußwerk was essen, es ist 5 Kilometer von da. Ja, im Café mache ich auf jeden Fall mit. Ja. Passt. Passt, ja. Das ist der liebe Mann, der
hinterm European Bikers Instagram-Account steht, falls den jemand kennt. Kommt mir entgegen und erkennt mich und kommt jetzt mit einen Kaffee trinken. Das ist schön. Sorry Max, die haben mir gesagt, das ist in Gußwerk und es war 5 Kilometer entfernt, aber... Wie geht's denn? Ja, jetzt geht's mir gerade gut. Servus. Was sei? Zum Trinken bitte. Ein großes Oberleitung bitte. Ein zweites. Drittes. Energiegeladen geht es weiter mit den Witbillens und dem befreundeten Anhang. Übrigens wurde ich erkannt von Mr. Bist du anonym im Internet? Na, oder? Mr. European Bikers. Ganz zufällig habe ich ihn dann verzahlt auf einem Café. Ne? Nee, Essen wollte er nicht, sonst passt er nicht in seine schlanke Kombi. Ja, lieber Stefan, jetzt fahren wir weiter, gell? Jetzt müssen wir schon ballern. Wir müssen ballern, damit wir einen offenen Supermarkt noch erwischen. Ab geht's! Alter, jetzt wollte ich einmal langsam durch die Wieneralpen durchfahren. Bin ich ein bisschen lang nur gefetzt und hab nichts gesehen. Ich finde, das war jetzt aber urschön von der. Ja, urschön. Von der Landschaft, der ist so braun. Ja. Echt. So schön diese Kurven jetzt auch waren. Auf der kleinen möchte man nicht durchgeschüttelt werden und ich freue mich echt schon auf unsere Supermarktpause, wenn ich wieder ein paar Meter mich fortbewegen kann, ohne da drauf zu sitzen. Also es ist interessant, weil die Sitzposition ist ja auf der großen und auf der kleinen ähnlich radikal, also radikal, aber ähnlich nach vorne gebeugt, aber durch das schlechtere Fahrwerk wird man hier einfach so durchgeschüttelt, dass es doch deutlich anstrengender ist. So da, das ist unser Supermarkt und nachdem hier auch noch Leute sind, hoffe ich jetzt doch einfach mal, dass es noch vor 18 Uhr ist. Wie spät? Wie spät? 17,50. Na bitte! Mein offizielles Lob aussprechen für diesen Streckentipp. Das ist ja eh neu, ne? Ja, nein, ist eh wurscht, ist eh leibend, wenn es einen durchpeilt. Aber bis zu der ist das brutal auf der kleinen. Fuck, ist das schier. Das tut am Arsch auch noch. Ja, aber das Fahrwerk von der ist viel besser und da ist einfach nur bam, 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 bam und da wirst du ein bisschen gedämpft. Ja.
Aber ich fühle mich mit der, so, wenn der Asphalt habe, schön ist, fühle ich mich mit der sauwohl. Ne, es ist auch Traum. Storytelling. Ich musste ja leider auf die Mopeds aufpassen, deswegen weiß ich nicht, was es heute zum Essen gibt. Spaghetti, klassisch. Spa- Mit Pesto Genovese oder Pesto Rosso mit Parmesan. Spaghetti, jawohl. Vorgeriebener Parmesan. Vorgeriebener Parmesan. Ja, natürlich. der schnellste Einkauf ever. In 5 Minuten. Ich habe noch nie so viele Durchsagen gehört in einem Geschäft wie Din, din, din. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir schließen in Kürze. Bitte begeben Sie sich zur Kasse. Danke für diesen Beitrag. Der Ochs, der Dumme. Erstes gibt ein Donationsunternehmen, das Pesto Rocket. Das ist die Pesto Rocket, Alter. Wahnsinn! Die Spaghetten im Rucksack. Die Zwiebeln hängen wir außen raus. Naja gut, jetzt kommt der letzte, Steven, der letzte Stint. Der letzte Stint. Aber es sind dann eh nur noch 500 Meter, dann haben wir es geschafft. Da habe ich immer meine Private Parts ungut geparkt, ich weiß nicht warum. Ja, ja. So da. Jetzt weiß ich, warum wir bei der Tankstelle stehen geblieben sind. Partyhaus-Dachstein höre ich da. So da. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und es ist noch reichlich Tageslicht vorhanden. Wunderbar, wunderbar gemacht. Und ich ziehe sicher kein überschnelles Fazit. Also nach dem heutigen Tag fühle ich mich soweit ganz gut. Schauen wir mal, wie es mir morgen und nach den restlichen Fahrtagen geht. Schön was. Gut geballert, Steven. The Pesto Rocket. Schön was. Lasset den Abend ausklingen. Tag 1 beendet. Ich fühle mich eigentlich erstaunlich gut. Noch habe ich keine Schmerzen. Wie es mir morgen nach dem Aufstehen geht, ist eine andere Geschichte, aber das werdet ihr dann eh erfahren. Ist die gelaufen? Sehr gut, alles gut.